Es ist Dezember. Früher hieß das für mich, zu Weihnachtsfeiern zu hetzen, Geschenke zu besorgen, Kisten aus dem Keller zu holen und die neueste Deko einzukaufen. Hauptsache, am Ende war alles perfekt. In den letzten Jahren hat sich vieles verändert. Ich habe mich verändert. Mein Advent ist leiser geworden, ohne Einkaufsstress und das ständige Gefühl, allem hinterherzulaufen. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist mir Licht ganz wichtig geworden. Eine Kerze am Morgen und die Lichterkette am Abend. Mehr braucht's eigentlich für mich nicht, damit es sich warm und stimmig anfühlt. In diesem Video nehme ich euch mit durch unseren ruhigen Advent zu Hause und zeige euch, wie ich mit wenig Deko und einem einfachen Gewürzkuchen trotzdem ganz viel Weihnachtsgefühl in unseren Alltag hole. Für viele Menschen ist der Dezember die anstrengendste Zeit im Jahr. Geschenke besorgen, Massen von Plätzchen backen und von einer Weihnachtsfeier zur nächsten hetzen und dann nochmal schnell über den Weihnachtsmarkt rennen, während der ganz normale Alltag ja trotzdem weiterläuft. Oft bleibt uns von dieser so angeblich besinnlichen Zeit am Ende nur das Gefühl, ich bin so kaputt und müde. Bei mir war das viele Jahre genauso, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich will das gar nicht mehr. Ich möchte nicht mehr nur funktionieren. Ich möchte diese Zeit wirklich ganz bewusst und entschleunigt erleben. Also habe ich nach und nach angefangen, vieles runterzufahren. Angefangen bei der Weihnachtsdeko, weniger Termine, weniger Pflichtprogramm und weniger dieses permanente, man müsste doch noch. Trotzdem haben wir von dem nichts verloren, was uns wichtig ist. Wir gehen immer noch auf den Weihnachtsmarkt, treffen uns mit Freunden, backen auch was, aber eben nicht mehr alles auf einmal und nicht mehr im Durchrennen, sondern viel entspannter und viel bewusster. Ich habe mir erlaubt, Lücken im Kalender zu lassen. Einladungen auch mal ganz freundlich abzusagen und bei vielen Dingen zu hinterfragen, muss das wirklich sein oder reicht da auch weniger? Statt jedes Jahr neue Deko zu kaufen, nutze ich das, was da ist und lege den Schwerpunkt auf viel mehr Licht, kleine Rituale und gemeinsame Zeit. So ist aus dem aufgeblasenen Dezember nach und nach eine ruhige, passendere Adventszeit für uns geworden. Eine, die sich nicht nach höher, schneller, weiter anfühlt, sondern nach Ankommen, eingebettet in den natürlichen Rhythmus des Jahreskreises. Wenn ich heute für die Adventszeit dekoriere, dann ist das mit früher nicht mehr zu vergleichen. Früher hatte ich meine Weihnachtsdeko in mehreren großen Kisten. Allein das Hochholen aus dem Keller, das Auspacken und wieder wegräumen hat irgendwie ewig gedauert. Und ich habe mich dann mal gefragt, brauche ich das wirklich alles oder steht das einfach nur da, weil man das eben so macht? Nach und nach habe ich dann aussortiert, den größten Schwung damals bei unserem Umzug. Alles, was sich nach Pflicht, Staubfänger oder schlechtem Gewissen angefühlt hat, das durfte gehen. Übrig geblieben ist eine kleine Auswahl, mit der ich mich wirklich wohlfühle. Es ist nicht mehr das Gefühl von, ich muss jetzt alles dekorieren, sondern eher die Frage, was tut uns gut, was bringt Ruhe und was macht den Raum warm, ohne ihn jetzt vollzustopfen. Dass heute nur noch eine Kiste übrig geblieben ist, das fühlt sich für mich jetzt nicht als Verzicht an, sondern eher als Leichtigkeit. Die Adventsdeko, die jetzt noch übrig geblieben ist, die ist wirklich überschaubar.
2 einfache Kerzenringe fürs Fenster, die ich hin und wieder mit ein bisschen Grün umwickel, 2 kleine weiße Lichterhäuschen, die wunderschönes Licht geben, wenn man da ein Teelicht reinstellt, ein paar weiße Dekofiguren, die Schlittenschellen, die wir schon ewig haben, und ein paar einfache Filzanhänger. Der Betonkranz fürs Weihnachtsgesteck wird jedes Jahr neu bestückt und ein paar Lichterketten, die machen wirklich schönes, gemütliches Licht. Mehr ist das nicht und das reicht. Mir ist es wichtig, dass es nicht zu viel wird, dass noch Luft im Raum bleibt und ich nicht das Gefühl habe, an jeder Ecke steht irgendwas, das ich später wieder abstauben und wegräumen muss. Ich kaufe auch nichts extra mehr an Deko. Kerzen, ja, die brauche ich sowieso. Dazu ein bisschen Elex, Eukalyptus und ein paar Tannenzweige. Das restliche Grün habe ich mir einfach vom Grüngutplatz der Gemeinde gemopst. Was andere weggeworfen haben, das war für meine Deko perfekt. Schlicht, kostenlos und völlig ausreichend für ein bisschen Weihnachtsstimmung im Haus. Für mich entsteht dieses Adventsgefühl weniger durch die Dinge im Raum, als durch das, was dahinter steckt. Man kann sein Zuhause bis in die letzte Ecke opulent dekorieren. Wenn dieses innere Gefühl von Ruhe und Besinnlichkeit nicht da ist, bringt die schönste Deko am Ende nichts. Was für mich sowieso die meiste Stimmung ausmacht, ist das Licht. Und damit stehe ich gar nicht so alleine da. Denn wenn man ein paar Generationen zurückgeht, dann merkt man, warum Licht im Winter so wichtig war. Da gab es keine hell erleuchteten Straßen, keine Dauerbeleuchtung. Draußen war es lange dunkel, der Tag war kurz und die Wege waren oft beschwerlich. Eine Kerze im Fenster war ein Zeichen. Hier ist jemand, hier ist es warm und hier bist du willkommen. Das Licht hat Orientierung gegeben, das hat die Menschen nach Hause geführt und ein Gefühl von Schutz, Hoffnung und Geborgenheit vermittelt, mit ganz einfachen Mitteln. Und genau das mag ich bis heute an diesen kleinen Lichtinseln im Haus. Die Kerzen auf dem Tisch, die hellen Punkte am Fenster und ein paar warme Lichter draußen auf der Terrasse. Die nehmen dem Dezember so ein bisschen die Schwere und helfen mir, mich wieder auf das Wesentliche zu besinnen. Auf Ruhe, auf Zusammensein, auf die Menschen, mit denen ich gerne meine Zeit verbringe. Ein bisschen versuchen wir, uns genau das wieder zurückzuholen. Mit wenig Deko, mit viel warmem Licht und mit einer Adventszeit, die sich wieder mehr nach innen richtet als nach außen. Ich mag diese Dezembertage, an denen kein großes Programm ansteht und dadurch ein bisschen Zeit für was Schönes bleibt.
Plätzchen habe ich ja dieses Jahr schon gebacken und werde ich sicherlich auch noch mal backen. Aber dieses Mal hatte die Familie Lust auf was Schnelles und trotzdem besonders Leckeres. Darum habe ich mal wieder einen ganz normalen Gewürzkuchen vom Blech gemacht. Mit frisch gemahlenem Vollkornmehl, Mandeln und einer guten Portion Spekulatiusgewürz. Ich stehe auf solche Rezepte, bei denen man nicht so viel vorbereiten muss. Einfach die Maschine kurz arbeiten lässt, Eischnee unterhebt, den Teig aufs Blech streicht und den Rest macht der Ofen. Und während der Kuchen bäckt, breitet sich hier nach und nach dieser warme Gewürzduft aus, der sich so richtig nach Advent anfühlt. Und gleichzeitig entsteht ein bisschen Raum, um sich mit einer Tasse Tee und einem guten Buch hinzusetzen und kurz durchzuatmen. Übrigens lese ich gerade ein sehr interessantes Buch von Wolf-Dieter Storl, den ich sehr schätze, namens Naturrituale. Das habe ich mir aus der Bücherei ausgeliehen. Da geht es genau darum, warum Menschen überhaupt Rituale brauchen. Nicht diese Deko-Esoterik, sondern wieder etwas, das Halt gibt und den Blick nach innen richtet und die Verbindung zur Natur wieder spürbar macht. Das ist ja genau das, was mich auch die ganze Zeit bewegt. Ihr wisst schon, die Sache mit dem Feuerhüten. Und Rituale, die müssen ja nicht immer hey ja, ums Feuer tanzen sein, sondern die können auch ganz schlicht und einfach aussehen. Eine Kerze anzünden, ein bisschen Grün auf den Tisch legen und für einen Moment still werden. Das ist dann nicht einfach nur hübsch gemacht, sondern eine Art inneres Sortieren und zur Ruhe kommen. Und genauso fühlt sich für mich auch dieser einfache Gewürzkuchen an. So ein kleines Adventsritual aus Teig, Duft und einem stillen Moment zwischendurch. Übrigens, wenn euch das Rezept interessiert, verlinke ich euch das gern unten in der Infobox. Meinen Kuchen habe ich nach dem Abkühlen noch mit ein bisschen Schokolade verziert. Meine Männer mögen das ganz gerne. Und natürlich konnten wir es nicht lassen, schon das erste Stück zu probieren nach dem Anschneiden. Der ist so richtig lecker, saftig, würzig und das Optimale für so einen Adventsnachmittag. Und wenn es dann draußen dunkler und dunkler wird, liebe ich es nach und nach, die Lichter anzumachen. Eine Lichterkette hier, ein paar Kerzen dort und auf einmal verändert sich die ganze Stimmung im Raum. Es wird leiser, weicher und ich habe noch viel mehr das Gefühl, zur Ruhe zu kommen. Ja, und genauso wünsche ich mir den Advent. Nicht vollgestopft, sondern mit kleinen Momenten, in denen man tatsächlich innehalten kann. Und man merkt, dass diese Zeit im Jahr wirklich was Besonderes ist. Und genau das wünsche ich euch auch von Herzen. Das war's jetzt auch schon mit meinem kleinen Adventsvideo. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und vielleicht ein wenig Ruhe in euren Tag bringen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir gern als Dankeschön und Wertschätzung einen Daumen nach oben da. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Adventszeit mit mehr Ruhe als Hektik und mehr Einkehr als Stress und Verpflichtung. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.